Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Sharkset LED-Board mit Blinkern und Hupe installiert. Das Board ist für den Ninebot Next G30D entworfen worden und bietet eine hochwertige, breite Trittfläche mit LED-Beleuchtung, dessen Farbe und Helligkeit per Fernbedienung eingestellt werden kann. Die LED-Beleuchtung ist sicherlich nicht für jeden etwas, aber ich muss schon sagen, dass es in der Realität ziemlich cool aussieht und die breitere Trittfläche deutlich angenehmer ist. Das Board kommt mit Blinkern, die man an die Hinterradfederung schrauben kann, und zusätzlich gibt es noch eine Hupe, die im Scooter verstaut werden kann. Über einen mitgelieferten Schalter kann man dann die Blinker und die Hupe bedienen. Das Gute an diesem Sharkset-Board ist, dass man für die Installation nicht am Scooter bauen muss und dass die Stromversorgung über den Akku erfolgt. Der Nachteil ist nur, dass nach dem Umbau die allgemeine Betriebserlaubnis des Scooters erlischt und man nicht mehr auf öffentlichen Straßen fahren darf. Für die Leute, denen es egal ist und zum Beispiel auf Privatgelände oder außerhalb Deutschlands fahren, ist das Board aber wirklich ein ziemlich cooles Upgrade für den Ninebot G30D. Lasst uns mit der Installation anfangen. Wir entfernen zunächst die Bodenplatte des Scooters und trennen den XT60-Stecker vom Akku zum Controller, sodass der Rest des Scooters vom Strom getrennt ist. Danach schließen wir das mitgelieferte Y-Kabel an den Controller, das zusätzlich die neuen Komponenten mit dem Akku verbindet. Der schwarze Stecker des Y-Kabels wird mit dem Eingang des Gleichspannungswandlers verbunden. Hier wird die Spannung auf 12 Volt umgewandelt, sodass die LEDs mit der richtigen Spannung versorgt werden können. Als nächstes verbinden wir das eine Ende des Kabelbaums mit dem Ausgang des Gleichspannungswandlers. Jetzt können nämlich die Kabel für die LED-Streifen, die Blinker und die Hupe verbunden werden, aber wenn man sie etwas später erst verbindet, ist es etwas übersichtlicher. Jetzt kümmern wir uns um die Blinker. Diese werden an der Sharkset-Hinterradfederung angebracht und jeweils mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter gesichert. Die Kabel werden mit dem Motorkabelstrang durch die Dichtung in den Scooter geführt und später außen mit Kabelbindern fixiert. Wir nehmen den mitgelieferten Schrumpfschlauch, führen die beiden schwarzen Massekabel der Blinker dadurch und schließen sie an die zwei offenliegenden Buchsen am Blinkerkabelbaum an. Der Schrumpfschlauch wird dann erhitzt und die Verbindung wird dadurch geschützt. Dabei sollte man aber aufpassen, dass man nicht aus Versehen etwas Ungewolltes erhitzt, zum Beispiel den Akku. Jetzt schließen wir die Pluspole der Blinker an. Das sind die gelben Kabel des jeweiligen Blinkers. Wir führen wieder jeweils Schrumpfschläuche hindurch und stecken die Stecker in die beiden Buchsen mit der grünen Ummantelung. Die Schrumpfschläuche erhitzen wir erstmal nicht, da wir noch nicht wissen, wo der linke und der rechte Blinker verbunden werden muss. Wir verbinden nun alles weitere mit dem Kabelbaum und schließen die Masse der Hupe an die Buchse mit den rot-blauen Kabeln am Blinkerkabelbaum an. Außerdem müssen wir noch den Blinkgeber mit dem weißen Stecker am Kabelbaum verbinden. Um jetzt zu wissen, wo der linke oder rechte Blinker jeweils verbunden werden muss, schließen wir den Schalter an und stecken den XT60-Stecker vom Akku an das Y-Kabel für die Stromversorgung. Wir aktivieren den Blinker mit dem Schalter und beobachten, ob die Blinker richtig herum reagieren. Das ist bei uns schon der Fall. Wenn die Blinker aber verkehrt herum reagieren, müssen die Pluspole vertauscht werden. Nachdem wir sichergestellt haben, dass die Verkabelung der Blinker richtig ist, können die Schrumpfschläuche an den Pluspolen der Blinker endlich erhitzt werden. Wir entfernen den Gummistöpsel am Verbindungsrohr und führen die Anschlüsse für die LED-Streifen aus dem Scooter heraus. Die Hupe kann an beliebiger Stelle verstaut werden. Damit wir die Blinker steuern können, müssen wir noch den Schalter installieren. Dafür wird der grüne Stecker mit 5 Pins vom Inneren des Scooters mit dem Kabel, das zum Dashboard führt, aus dem Scooter herausgeführt. Dann oben wieder in den Lenker rein und mit dem Bremszug wieder heraus. Um den Schalter am Lenker zu installieren, muss der jeweilige Griff entfernt werden. Ich habe mich für die linke Seite entschieden, damit ich die Blinker auch beim Gasgeben steuern kann. Da ich den G30D der ersten Generation mit der Daumenbremse habe, schiebe ich sie etwas weiter nach innen, um Platz zu schaffen. So, jetzt haben wir die Verkabelung schon hinter uns. Machen wir direkt mit der Montage des Boards weiter. Dafür müssen wir den Scooter erst einmal wieder aufrecht positionieren. Ich ziehe jetzt meine uralte Gummimatte ab, denn das Design des Boards ist nicht auf eine Installation auf der Gummimatte ausgelegt.
Damit es etwas einfacher geht, könnte man es auch zum Beispiel mit einem Föhn erhitzen. Dafür hatte ich es aber ehrlich gesagt keine Lust. Jetzt ziehen wir die Schutzfolien an der Polycarbonatplatte ab. Sehr schön. Das Board drehen wir jetzt so um, sodass die Nut nach oben und nach vorne zeigt, damit nachher nichts eingeklemmt wird. An dieser Stelle müssen wir uns entscheiden, in welche Richtung wir die LED-Streifen verlegen möchten. Wenn einem die Helligkeit des Boards wichtig ist, dann sollten die LED-Streifen so installiert werden, sodass sie in das Board nach unten leuchten. Ich habe es andersrum gemacht, da so die Installation leichter ist und mir die LED-Beleuchtung tagsüber nicht wichtig ist. Jetzt im Nachhinein würde ich die LED-Streifen aber doch andersherum installieren, damit das Board nachts noch heller wirkt. Man kann die Helligkeit ja immer noch mit der mitgelieferten Fernbedienung einstellen, wenn es einem zu hell ist. Wenn die LED-Streifen verlegt worden sind, muss das Ganze noch mit dem großen Sticker überklebt werden, wodurch die Wasserfestigkeit verbessert wird und es dem Sharkset-Logo seine Farbe gibt. Wer die Farben nicht mag, kann an dieser Stelle auch den Sticker lackieren oder selbst eine Folie in einer anderen Farbe auflegen. Lasst uns jetzt das Board montieren. Wir legen die Aluminiumplatte auf die Polycarbonatplatte auf der Trittfläche und suchen uns die 4 Aluminiumhalter raus. Jetzt nehmen wir die kürzeren der mitgelieferten Linsenkopfschrauben und schrauben die Halter am Scooter an, aber noch nicht fest. Der eine Halter vorne links an der Stütze fungiert gleichzeitig als Abstandhalter für die Stütze, also als Stützverlängerung, sodass der Scooter nicht mehr so einfach umkippt. Deswegen müssen wir erstmal die Stütze entfernen. Bei der Installation habe ich jetzt gemerkt, dass der eine Halter hinten rechts meine Ladebuchse ein bisschen blockiert. Deswegen werde ich ihn später wahrscheinlich in der Mitte platzieren. Das sieht dann zwar nicht mehr so gut aus, aber das ist trotzdem noch stabil genug. Nachdem die 4 Halter befestigt worden sind, wird ganz vorne links und rechts noch jeweils eine Linsenkopfschraube mit Innensechskant durch das Board gesteckt. Sie werden unten mit den mitgelieferten Muttern fixiert, wodurch das Verrutschen der Metallplatte und das Brett aus Polycarbonat zueinander besser verhindert wird. Da an diesem Scooter noch eine Sharkset-Hinterradfederung installiert ist, könnte man das Board zusätzlich durch die beiden restlichen längeren Linsenkopfschrauben absichern. Das ist aber etwas fummelig und weil es nicht so wichtig ist, habe ich es einmal weggelassen. Und jetzt, wo das Board ausgerichtet ist, werden alle Schrauben festgeschraubt. Wir montieren jetzt noch die Bodenplatte und fixieren die Blinkerkabel mit Kabelbindern, damit sie den Motor nicht berühren. Wenn man jetzt noch die Gummistöpsel am Lenkerrohr installieren möchte, müsste man dessen Öffnungen noch mit einem Cuttermesser zum Beispiel etwas vergrößern, aber das war's dann auch schon. Wie ihr seht, ging die Installation voll klar. Es war wirklich nicht schwierig und hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch das Board auch holen möchtet, dann findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch auch eine schriftliche Version dieser Installationsanleitung, damit ihr sie vielleicht bei der Installation Schritt für Schritt durchgehen könnt. Für Leute, die kein Deutsch verstehen, habe ich diesmal auch eine Version auf Englisch geschrieben. Ich hoffe, das Video war interessant und konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr bei neuen Videos dieser Art benachrichtigt werden wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao.